Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode habe ich für euch die Blackhawk Omega Assault Vest. Ein wahrer Klassiker unter den Blackhawk Westen. Auch eines der Produkte, die Blackhawk von Anfang an produziert hat, also seit Anfang der 90er Jahre. Da ich hier auch verschiedene Versionen dieser Ausführung habe, kann ich euch auch in diesem Video mal ein paar Unterschiede zeigen, wie sich die Entwicklung so ein bisschen vorangetrieben hat. Die neueste Version habe ich tatsächlich nicht, aber da werde ich nachher noch drauf eingehen, was denn so aktuell da nochmal verändert wurde, weil im Großen und Ganzen ist der Grundaufbau immer gleich geblieben. Das Grunddesign dieser Westen, habe ich auch schon mal in den anderen Videos von den anderen Versionen erklärt, ist halt schon seit den 80er Jahren irgendwo bei anderen Firmen aufgegriffen worden. Und so wurden dann seit dieser Zeit eben diese Westen produziert und man findet sie sogar heute noch. Natürlich gerade so ein Modell in der Form auch immer noch mal viel im Airsoft-Bereich zu finden von irgendwelchen Herstellern, die das Design noch mal aufgreifen und mal wieder nutzen. In Deutschland hat man das Design übernommen bei Tasmanian Tiger und zwar auch hat man da mal eine Flaktan-Version einer Assault Vest gemacht und die dann auf den Markt gebracht. Kommen wir zurück zu Blackhawk. Wir haben hier bei den verschiedenen Versionen auch unterschiedliche Farben, die genutzt wurden. Und zwar haben wir da unter anderem Schwarz, eine so der berühmtesten Farben, wenn ich so an diese Westen denke. Dann hier ein Desert Tan. Hier in der frühen Ausfertigung sehen wir hier noch mit so einer leicht pinken Bördelung um die Taschen. Dann gibt es natürlich die späteren Versionen immer noch mit einem sehr hellen Tan, aber schon eine deutlich spätere Ausführung, wo dann das Material auch ein bisschen besser matcht. Wir haben unter anderem noch das normale OD, also Oliv. Produziert wurde aber auch noch unter anderem in Woodland und später dann auch noch in Coyote. Zu den Größen kann man sagen, dass die Weste verstellbar ist. Das kennen wir an den Seiten und hier hinten noch mal ein bisschen. Aber es gibt im Großen und Ganzen zwei verschiedene Größen. Das ist einmal R und einmal H. H für Husky. Die beiden Versionen sind angeboten. Ich habe auch beide mal hier, dass wir mal gucken können, wie groß der Unterschied dann nachher tatsächlich ist. Das ist nämlich schon ein etwas größerer. Das ist dann später auf jeden Fall eher zu tragen gekommen, als es dann darum ging, dass noch eine Schutzweste mit dieser Weste zusammengetragen werden muss, um eben beides miteinander kombinieren zu können. Was haben wir für Referenzen? Gerade dieses Modell hier, das sehen wir auf Bildern der Task Force K-Bar, hier im Einsatz bei den Navy Seals in der frühen Phase in Afghanistan. Aber ansonsten muss ich sagen, ist gerade diese Version der Assault Vest wohl eine der weit verbreitetsten aus der Blackhawk Omega Serie. Und da gehen wir durch sämtliche Branchen, ob es jetzt, wie gesagt, gerade eben schon bei den Navy Seals waren, bei den Navy Seals, dort auch Fotos von gesamten Teams, die damit ausgerüstet sind, wo das wahrscheinlich echt so ein Unit Purchase war, also eben halt die Einheit für sich gezielt und für die Soldaten diese Westen beschafft hat. Oder eben aber auch bei anderen Teilen der Navy, dann natürlich auch bei den Marines, nicht ganz so oft, die sind meistens ja ein bisschen strikter, was die Regularien angeht, aber eben natürlich auch bei der Air Force und ein beliebter Klassiker bei der Army, auch hier viele frühe Special Forces Bilder aus Afghanistan, wo man eben die Jungs von den verschiedenen ODA-Teams mit diesen Westen im Einsatz sieht, aber auch eben bei regulären Infanteristen im Einsatz und da eben auch tatsächlich in allen Farben und Formen. Späteres Bild tatsächlich noch von einem US Marine in Fallujah, der diese Weste dann in Coyote trägt. International natürlich auch eine Weste, die weit verbreitet war. Ich glaube, da sind so viele Bilder, dass ich wahrscheinlich noch mal ein extra Video dazu machen kann. Aber nur jetzt hier noch mal ein Beispiel zu nehmen. Wie gesagt, wir sind hier in Deutschland. Auch beim Kommando Spezialkräfte wurde diese Version getragen. Nicht nur die Version, die tatsächlich speziell fürs G36 gefertigt wurde, aber auch hier haben wir gerade ein frühes Foto aus dem Einsatz in Afghanistan, Task Force K-Bar Zeit, wo eben halt noch so eine Weste in Schwarz getragen wird. Ob es genau die vom Blackhawk ist, ist schwerer zu sagen, aber von den Details, die man so erkennt, würde ich erstmal davon ausgehen. Ansonsten gibt es da auch noch ein späteres Bild, wo wir noch einen KSK-Scharfschützen in der Bo 105 haben. Grüße gehen raus an die Person, ist auch weit bekannt und trägt eben auch noch mal hier ein Modell in Schwarz, damals noch mit der schwarzen Einsatzkombination. Einen großen Unterschied, den ich direkt schon mal zeigen möchte, ist das Hawktex-Material. Das ist so ein Anti-Rutsch-Grund, damit die Schulterstütze nicht auswandert so doll oder wegrutscht. Haben wir bei den frühen Versionen überall noch nicht.
hat Blackhawk irgendwann eingeführt. Gibt es auch in ganz verschiedenen Versionen, die dann auch immer wieder modernisiert wurden, später auch mit dem Blackhawk-Schriftzug etc. Aber das ist sowas, was man immer ziemlich schnell erkennen kann. Ein anderer großer Unterschied sind dann irgendwann die Magazintaschen. Auch hier nochmal bei einer ganz späten Version, die ich mal hatte, ich glaube, die war so um 2008, da passten tatsächlich keine G36-Magazine in die Magazintaschen. Die waren so eng geschnitten und auch nur die M4-Magazine, 2 Stück zusammen, haben nur sehr schwer gepasst. Hier bei den frühen Versionen passt überall tatsächlich noch ein G36-Magazin rein, auch ungecleant, ist ein bisschen frickelig manchmal, aber es funktioniert, deswegen auch ein Grund, warum das Modell halt wahrscheinlich auch Verwendung beim KSK fand. Hier aber jetzt die Magazintaschen, hier haben wir noch die alte Ausführung, gucken wir uns den gleich auch noch im Detail an, wo der Flap dazu noch fest angenäht war. Später dann das Ganze, auch hier natürlich zu sehen, anderer Stoff und aber modular gehalten. Da kann die Länge nochmal für verschiedene Magazine angepasst werden. Ansonsten haben wir hier schon den moderneren Schnitt der Abdeckung der Kompasstasche. Hier aber der Druckknopf zu sehen. Bei der späteren Entwicklung dann hier übergegangen, wo das Ganze dann verdeckt war und wir den Druckknopf nicht mehr sehen. Aber ihr könnt mir glauben, er ist noch da. Hier auch schon bei den Versionen das Flauschfeld für Patches oder eben für das Inlay für die Schrotpatronen wird dann einfach drauf geklettet. Kann ich dann nochmal von außen ein paar Schrotpatronen mitführen. Hier auf der Rückseite haben wir dann die Felder für das BTS-System. Bei den ganz frühen Versionen, als es das BTS-System noch nicht gab, haben wir dann hier noch die ganz normalen Schlaufen, um eben alles über Alice Keeper anzubringen. Das sind jetzt erstmal so die wichtigeren Punkte. Im Großen und Ganzen gab halt auch nochmal Unterschiede, gerade hier, was die Belt Loops angeht. Hier haben wir das gleiche Ding nochmal wie oben bei der Tasche, ist dann später auch abgedeckt worden. Zu späteren Phasen dann noch haben wir das auf dem Rücken, denn irgendwann Palsschlaufen angebracht wurden. Aber das war es dann eigentlich auch im Großen und Ganzen mit der Entwicklung. Wir haben bei anderen Herstellern auch nochmal, dass die Seiten Größenverstellung geändert wurde etc. Aber ansonsten ist die Weste eigentlich immer relativ identisch gewesen. Nochmal im Inneren, das gucken wir uns dann gleich im Detail an, ist dann auch nochmal das Kartenfach bei unterschiedlichen Versionen anders. Einmal mit Klett zu verschließen, einmal mit einem Reißverschluss. Kommt dann halt immer ganz drauf an, aus welcher Zeit man eben eine Weste hat. So, dann schauen wir uns die Modelle einmal im Detail an. Ich gehe hier nochmal einmal schnell durch. Wir haben hier die beiden Größen Regular. Hier ist die Größe Husky. Die lege ich einmal aufeinander. Ich hoffe, man kann es gut erkennen, aber wir sehen auf jeden Fall, dass die deutlich größer geschnitten ist und eben dann hier mehr Platz geboten hat, wenn ich nochmal eine Schutzweste drunter trage oder eben auch einfach nur der größere Typ bin. Hier sehen wir jetzt auch nochmal die verschiedenen Verschlüsse, alle nebeneinander. Hier haben wir dann auch nochmal den alten Deckel, ne, mit Druckknopf, runder Verschluss. Und eben hier, wie sich das Ganze dann mal ein bisschen weiterentwickelt hat. Hier bei der frühen sehen wir auch noch oben kein Klett. Das ist dann hier dazugekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade einen hier habe. Ja, doch, hier. Auch hier noch das alte Material mit den schwarzen elastischen Bändern. Kann dann hier drauf geklettet werden. Hier haben wir auch die schwarzen. Zeichnet halt immer echt die früheren Versionen aus. Später dann natürlich farblich angepasst. Wenn ich möchte, kann ich natürlich auch das Inlay einfach hier drin lassen. Hier ist auch Klett. Und habe dann die Möglichkeit, auch hier Schrotpatronen mitzuführen in der kleinen Mehrzwecktasche. Ja, wo ich gerade schon mal umgedreht habe, hier die Alice-Verschlüsse. Da habe ich auch noch mal hier eine Tasche und zeige euch noch mal das Blackhawk Tactical System, wo das Ganze angebracht werden kann. Hier habe ich natürlich die Möglichkeit, jetzt mit Alice Keepern das Ganze auch so anzubringen. Hier damals noch kein BTS-System. Hier haben wir das BTS-System, das ist dann das hier. Und das kann dann einfach über Klett durchgeschlauft werden. Wir haben hier auch wieder Klett. Und dann kann ich das Ganze so verschließen und eben so eine Tasche mitführen. Achso, wenn es interessiert, das ist eine Blackhawk Swimmer Canteen, also eine Feldflaschentasche mit einer aufgesetzten Tasche für das MS-2000 Strobe. Swimmer, weil wir hier unten ein Netz drin haben, damit das Wasser direkt ablaufen kann, also eben gerade für maritime Operationen. Gucken wir noch mal ins Innere. Hier haben wir die Tasche
mit Klett, also das Kartenfach mit Klett. Hier ebenfalls die gleiche Version. Hier sehen wir noch das alte Kunststoff Blackhawk Label. Und dann eben hier bei einer neueren Version das Ganze mit Reißverschluss. Gut, dann schauen wir uns mal eine im Detail an. Dazu würde ich sagen, nehmen wir uns mal die in Desert Tan. Hier nochmal eben, wie gesagt, die Magazintaschen hatte ich ja schon erwähnt. Das schwarze Gurtband, alles so aufgenäht auf die Weste. Die in der Farbe tatsächlich sehr gefragt, findet man nicht so häufig. Aber dann nehmen wir mal die, da gibt es auch ein sehr schönes Bild vom STS, Special Tactics Squadron der Air Force, wo auch John Chapman mit drauf ist, wo einer seiner Kameraden eben genau dieses Modell hier trägt. Wie vorhin schon mal erwähnt, dieses Anti-Rutschmaterial, Hawktex, hier nochmal ein Inlay mit einer Tube, um die Schulterstütze hier nochmal gegenlaufen zu lassen, damit sie nicht komplett rauswandert. Hier die, ja, ich sag mal, kleine Mehrzwecktasche. Eigentlich hier auch dieses Inlay drin für die Shotgun Shells, aber es gebraucht war nicht mehr mit dabei. Dann haben wir unten 2 Dreier Magazintaschen. Hier eben passen 2 M4 Magazine rein oder M16 Magazine. Und im Inneren habe ich hier die Möglichkeit, die Länge einzustellen. Ist auch nur eingeklettet. Und kann das dann der Magazinlänge wie auch immer ein bisschen anpassen. Ist man halt ein bisschen modularer, was das angeht. Überall auch wieder Wasserablaufösen. Hier oben die mittlere Mehrzwecktasche, also hier oder auf dieser wäre es dann die große, aber normalerweise sind die dann ja schon deutlich größer. Hier ist ja auch nicht viel Platz drin. Auch wieder mit Klett. Und hier oben eben die First Aid Kompasstasche mit Druckknopf. Genau, ja, dann im Inneren, wie ich es schon gezeigt habe, hier das Kartenfach ist auf beiden Seiten identisch. Hier auch dann das spätere Kunststofflabel, hier auch nochmal die Größe H für Husky. Was 03 ist, kann ich leider nicht sagen. Das, was mit Modell zu tun hat oder Produktionsjahr 2003, weiß ich jetzt nicht. Auf hier jedenfalls schon das große Kunststofflabel. Im Inneren halt nur das Netzmaterial. Unten drunter nochmal die Belt Loops, die ich schon erwähnt habe, um eben nochmal den Dienstgürtel durchzuschlaufen. Seitenverstellung. Hier sehr viel Paracord am Start, das ist hinten nochmal fixiert worden. Übrigens auch eine Weste, die sehr beliebt war bei Security Contractoren im Irak. Hier eben das BTS-System, der Berge-Tragegriff und eben hier nochmal die Möglichkeit, das Ganze nochmal ein bisschen in der Länge einzustellen, in der Höhe. Und hier oben dann einfach noch die D-Ringe, um was durchzuschlaufen, um was anzubringen, Kabelführung, ein Hydration System, Schlauch oder ähnliches. So, die Label habe ich ja schon erwähnt. Hier nochmal in einem bisschen besseren Zustand das alte Blackhawk Design noch mit dem Adler. Ja, unterschiedliche Versionen vom Blackhawk gab es da ja immer im Einsatz. Hilft ein bisschen bei der Datierung, ist bei Blackhawk aber auch mal schwierig, weil verschiedene Label über einen verschiedenen Zeitraum genutzt wurden und es kommt auch immer darauf an, wo es produziert wurde. Die eine Fabrik hat ein bisschen länger die älteren Label noch benutzt, die anderen dann hingegen nicht mehr. Genau, und eben hier meine älteste Version, das ist auch die Weste, die am meisten abgerockt wurde. Aber hier auch noch mal eine auf jeden Fall kleinere Größe. Die habe ich auch aus dem europäischen Raum und die ist tatsächlich von einem ehemaligen Angehörigen des Jagdkommando. Auch hier nochmal ein Verweis. Auch die haben diese Modelle genutzt. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Wer so eine Weste mal selber hatte oder wer da Erfahrungen mit hat, schreibt es gerne noch mit in die Kommentare. Und dann lasst gerne ein Like da, abonniert und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.